Hallo und willkommen zurück auf dem Flohmarkt. Heute präsentiere ich euch wieder Flohmarktfunde, die ich am Pfingstwochenende 2024 gemacht habe. Wie immer, es geht los nach dem Intro. Wenn ihr dieses Video jetzt anschaut, dann ist Pfingsten 2024 schon wieder Geschichte. Pfingsten ist vorbei, aber an Pfingsten gab es auch den einen oder anderen Flohmarkt. Wir waren wieder relativ früh auf und wollten die Flohmärkte besuchen. Am Pfingstsonntag waren wir unterwegs, morgens um 7 Uhr ungefähr. Ja, es waren 2 Flohmärkte geplant. Der erste Flohmarkt war mehr oder weniger, sage ich mal, ein Griff ins Klo. Da waren 5 Stände gewesen, es war aber auch sehr bescheidenes Wetter. Es hatte die Nacht vorher geregnet. Wie wir losgefahren sind, hat es auch wieder angefangen zu tröpfeln. Es war bewölkt und so weiter. Wir dachten aber, wir ziehen es durch, fahren los und ja, leider nichts gefunden auf diesem Flohmarkt. Sind dann zum zweiten Flohmarkt gefahren, der stattfinden sollte. Wie wir in den Ort reingefahren sind, haben auch überall Plakate gestanden, heute Flohmarkt und so weiter. Und wie wir dann an den Treffpunkt, das war ein Parkplatz von einem Einzelhandelsunternehmen, wie wir da hingefahren sind, war niemand da. Nein, doch. Oh. Der Parkplatz war komplett leer und ja, anscheinend ist der Flohmarkt abgesagt worden, ohne irgendwie, ja, die Plakate abzuhängen oder ohne irgendwie die Info zu verbreiten. Und somit war der Sonntag flohmarktmäßig Geschichte. Ja Leute, aber Pfingstmontag war erfolgreich und da möchte ich euch jetzt die Funde zeigen. Wie immer mache ich das in chronologischer Reihenfolge, wenn ihr meine Videos kennt, wie ich auf dem Flohmarkt oder wie wir auf dem Flohmarkt die Sachen vorgefunden haben und gefunden haben. Bevor wir aber auf diesen Flohmarkt zurückkommen, ich habe tatsächlich an Pfingsten nicht nur auf dem Flohmarkt was gefunden, sondern auch in einem Bücherschrank und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, denn diese Bücher finde ich richtig, richtig toll. In einem öffentlichen Bücherschrank, wer es nicht kennt, das sind meistens ausrangierte Telefonzellen oder wirkliche Schränke, die irgendwo im Ort stehen, wo Menschen wirklich ihre gelesenen Bücher reinbringen oder hinbringen können, reinstellen können und können dann gucken, ob was Neues für sie da ist und nehmen einfach dann ein Buch wieder mit, lesen das, bringen es wieder zurück und so weiter. Habe ich auch schon sehr, sehr oft gemacht. Und diesmal habe ich wieder ein Buch gefunden, das möchte ich euch nicht vorenthalten, und zwar ein 5-Freunde-Buch. Und zwar 5 Freunde verfolgen die Strandräuber von Enid Blyton. Finde ich sehr, sehr schön. Zu diesen Büchern habe ich eine nostalgische Verbindung, sage ich mal, denn mein Bruder hatte diese 21 Ausgaben hier von dem Bertelsmann Verlag damals alle gehabt. Ja, und jetzt habe ich davon auch eins mit diesen typischen Zeichnungen in meiner Sammlung. Freut mich sehr. Wie gesagt, das habe ich aus dem Bücherschrank. Und jetzt geht es los mit dem Flohmarkt. Wir fangen an, bevor wir noch auf dem Flohmarkt drauf sind, hat schon ein Stand, hat schon eine Dame, mit der wir uns sehr nett unterhalten haben, gestanden. Und bei der habe ich ein paar Sachen mitgenommen. Und zwar habe ich unter anderem drei Fragezeichen-Kassetten, 3 alte Kassetten mit Alfred Hitchcock-Logo mitgenommen. Die waren in einer Kiste zusammen mit, jetzt kommt's, einem Batmobil hier für 50 Cent das Stück jeweils. Ja, ich befürchte, ich habe es einfach mitgenommen, weil 50 Cent, aber ich befürchte, ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt, aber das wird eines der Neuauflagen sein, die jetzt aktuell auch im Handel für 1,50 € und sowas halt von Hot Wheels ja, angeboten werden. Denn ich denke, die Scheibe hier ist noch glasklar, ist unbeschädigt und wenn das hier wirklich ein altes sein sollte, dann fresse ich einen Besen, sage ich mal. Aber im Eifer des Gefechts habe ich halt, wie gesagt, aus der 50 Cent Kiste dieses Batmobil mitgenommen. 3 Fragezeichen-Kassetten, die ich euch nicht zeigen kann, denn die habe ich meinem Schatz vermacht. Ja, sie schaut dann zu Hause, ob sie die Kassetten schon hat. Ansonsten wandern die wahrscheinlich bei mir in die Tauschkiste oder so. Konnte ich nichts dagegen machen, nicht mal. Aber was ich noch mitgenommen habe, ist ein Brettspiel von der gleichen Dame. Und das habe ich damals nicht gehabt. Das Brettspiel ist von 1988. Ja, und ich habe es schon öfters mal ins Auge gefasst, mir das zu holen, um es einfach mal zu spielen, weil ich kenne es einfach nicht. Aber es sieht sehr, sehr interessant aus. Und das ist das Brettspiel, und zwar Incognito, Agententreff in Venedig. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Das Spiel hat aber den Spiel des Jahres Kritikerpreis 1988 bekommen. Und nebendran steht Sonderpreis, schönes Spiel.
ja, da hat man sich noch was einfallen lassen mit den Preisverleihungen. Schönes Spiel. Von MB Spiele, wie gesagt, 1988. Das Spiel ist komplett. Ich blende euch natürlich wie immer Bilder ein. Ich finde die Zeichnung allein richtig schön vorne. Und es ist alles mit dabei. Ja, es sind die Spielpläne, der große Spielplan ist dabei. Es sind diese Figuren alle komplett dabei. Es sind die Spielblöcke dabei, Briefumschläge, die Reisepässe oder die Passports, ja, wo ich wahrscheinlich dann halt als Spieler jeweils halt so ein Ding habe, um dann halt meinen Zettel zu verstecken. Wie gesagt, ich kenne es nicht, ich probiere es aus, wir spielen es mal, ja, und sollte es wieder mir gar nicht gefallen, dann wandert das auch wieder in die Tauschkiste. Wenn es mir gefällt, natürlich wandert es in meine Sammlung. Inkognito, das Spiel lege ich jetzt gerade mal hier runter, habe ich mitgenommen, wie gesagt, zusammen mit 3 Kassetten von 3 Fragezeichen und dem Batmobil. So Leute, dann gab es mal wieder Hörspiele und zwar nicht auf Kassette, sondern auf Schallplatte. Ja, finde ich immer toll. Man findet häufig auf Flohmärkten, also wir zumindest, sehr viel Hörspiel-Schallplatten, was Märchen und so weiter angeht, wirklich aus den 70er Jahren und so. Die Hüllen und auch die Schallplatten selbst sehen meistens aus, als wäre einer mit dem Bagger oder mit dem Traktor drüber gefahren. Die hole ich mir auch nicht mehr in die Sammlung. Ja, früher habe ich alles zusammengerafft an Hörspielen, die ich finden konnte, egal wie der Zustand war. Mittlerweile selektiere ich da sehr und ich habe 3 Platten mitgenommen. Und zwar einmal Heidi von Polydor, beziehungsweise Poly ist, glaube ich, das Kinderlabel von Polydor damals gewesen. Und ich habe Heidi, das ist Folge 1, mitgenommen, ist von 1977. Ja, ein sehr, sehr schöner Zustand. Ich habe mir die Platten alle angeguckt und die sehen wirklich, wirklich fast ungespielt aus. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Einmal die Heidi. Da gucke ich mal, wie meine ist, um die halt gegebenenfalls auszutauschen. Die habe ich schon in der Sammlung, aber schadet ja nichts, vielleicht eine bessere zu bekommen, die vielleicht weniger knistert oder keine Sprünge hat. Und dann habe ich mitgenommen einmal die Biene Maya, auch Folge 1, gleiches Label, Polydor von 1978, von 1976, ja, von 76 ist das, auch Folge 1 und Biene Maya Folge 2. Auch beide Schallplatten in einem sehr, sehr schönen Zustand, ja, also wunderschön, ja, keine, ja, ein paar Schlieren sind drauf, sage ich mal, aber keine tiefen Kratzer etc. Sehr schön. Und diese beiden Schallplatten hier bleiben nicht in der Sammlung, sondern die beiden Schallplatten gehen an den Mayo vom Kanal. Kennt ihr noch? Grüße an dich. Wir hatten nämlich irgendwann zuletzt mal gesprochen und da habe ich gesagt, dass ich die Biene Maya Platten alle 13 Stück auf Schallplatte habe und das fand er ganz toll, hat er auch noch Erinnerungen dran und das ist mir wieder eingefallen, wie wir die auf dem Flohmarkt gefunden haben. Ich habe die mitgenommen, ich habe Mayo gefragt und er hat sich sehr gefreut und bei der nächsten, ja, beim nächsten Zusammentreffen gibt es die Übergabe. Ach ja, und da fällt mir ein, Leute, wenn ihr den Kanal von Kennt ihr noch von Mayo und Mando nicht kennt, wenn ihr Kennt ihr noch nicht kennt, ich verlinke sie unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr mal draufklicken. Auch sehr schöne 80er, 90er, ja, Content nenne ich es mal. So, Leute, dann mein Fund des Flohmarkts und zwar eine Wühlkiste. Eine Wühlkiste, wo ich eine Sache gesehen hatte an einem Stand und das hat mich dazu verleitet, die Kiste ein bisschen näher in Augenschein zu nehmen. Meine Freundin dasselbe, sie hatte auch Sachen gesehen, hat sofort Sachen ausgepackt und was ich mitgenommen habe, jetzt kommt's, Leute, ich finde es total klasse. Ich beuge mich mal ein bisschen hier vorne über, damit ich die Sachen hier mal ein bisschen näher zu mir ziehe. Ich habe den Buckeye Ghost von den Kenner Ghostbusters mitgenommen. Ja, aus dieser Kiste. Leider Gottes fehlt die Schnur und fehlt dieses Rausspringauge hier. Aber da komme ich gleich nochmal drauf, wieso ich den trotzdem mitgenommen habe. Ja, wie gesagt, sehr schön. Der müsste so von 1986 oder so sein. Oder 84 sogar, von 1984. Den Buckeye Ghost, wie gesagt, der war eigentlich hier mit einem Auge, mit einem großen Glubschauge präpariert. Und wenn ich dann so hinten drauf gehauen habe, dann ist das Auge mit dem Seil halt in dieser Länge ungefähr so, zack, rausgesprungen, ja, und hat dann so die Leute erschreckt. Finde ich total, ja, total toll. Habe ich so noch nicht auf dem Flohmarkt gefunden.
Der wandert in die Sammlung, auch wie gesagt, wenn er nicht komplett ist. Dann habe ich hier, ich weiß gar nicht mehr genau jetzt, wie er heißt, diesen schönen Geist von den Ghostbusters mitgenommen. Da fehlt auch was, und zwar fehlt hier die Reißleine, die man hier so reingeschickt hat und dann rausgezogen hat. Dann ist der, hier unten ist ein Rädchen dran, ja, dann ist der gelaufen, nenne ich es mal, und er hat sogar Funken gesprüht hier aus dem Maul raus. Das kann ich jetzt aktuell nicht ausprobieren, weil ich die Reißleine nicht habe, aber auch den, wenn ich ihn auf dem Flohmarkt finde, konnte ich den nicht stehen lassen. Und auch besonders gefreut hat mich hier, der ist zuletzt irgendwie vor einem Jahr oder vor 2 Jahren in der Retro-Line, in der Hasbro Retro-Line neu aufgelegt worden. Das ist aber das Original aus den 80ern, und zwar, ich weiß gar nicht, wie er in Deutsch heißt. Im Original heißt er Fearsome Flush. In Deutsch heißt er wahrscheinlich irgendwie das Klogespenst oder so. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich hier unten die Räder drehe, dann kommen hier oben die Augen aus dem Spülkasten und die Zunge aus dem Toilettensitz raus. Ja, ich finde es total klasse. Ja, auch den habe ich mir mitgenommen. Ja, finde ich total toll. Also hat mich wahnsinnig gefreut. Ja, aber das war noch nicht alles an diesem oder in dieser Wühlkiste gewesen. Ich habe zusätzlich mitgenommen, und zwar etwas von Rockdonalds. Ja, und zwar von McDonalds Spielzeug zu dem 1993, glaube ich, Film Flintstones, die Familie Feuerstein mit John Goodman und Rick Moranis. Ja, ein Haus, ein McDonalds, ein Rockdonalds Haus, bei dem ich hier die Seiten aufschieben kann und wahrscheinlich irgendwas reinpacken kann. Ja, auch das habe ich aus dieser Kiste, finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich von den Salamander-Schuhen hier diesen kleinen Igel mitgenommen. Auch der hat in der Kiste gelegen und ich habe geguckt, den habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe den Salamander, also den Lurchi, ich habe den Frosch, die Kröte und so weiter, aber genau diesen Igel hier habe ich noch nicht. Und das Tolle ist, Ohren zuhalten, der quietscht sogar noch. Finde ich total toll. Auch den habe ich mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen einen Garfield. Ja, Garfield mit Zylinder und Stock steht drauf. I am what I am. Genau, und das sage ich auch immer. I am what I am. Dann habe ich mitgenommen einmal einen Anhänger von der AOK. Und zwar habe ich hier den Putzi mitgenommen. Den Putzi mit der Zahnbürste, der immer dafür gesorgt hat, dass die Kinder auch bei der AOK sich auch regelmäßig und morgens, mittags, abends die Zähne putzen. Auch mitgenommen. Alles in sehr, sehr schönen Zustand, muss ich sagen. Dann habe ich einen Rohling von Pumuckl mitgenommen. Einen unbemalten Pumuckl, der im Teller sitzt oder in der Suppenschüssel und hat seinen Löffel in der Hand. Auch sehr, sehr schön. Dann habe ich mitgenommen einmal den Little John oder auch John Little von Robin Hood, von Walt Disneys Robin Hood aus den 70er Jahren. Hier muss ich nochmal gucken, ich weiß nicht genau, ob der von Haymo ist, also von der Firma Haymo ist, oder ob das Bulli oder Schleich waren. Ja, den habe ich auf jeden Fall mitgenommen, den sieht man auch nicht so oft mehr, glaube ich. Dann nochmal einen Anhänger, und zwar habe ich hier Graf Dracula mitgenommen. Graf Dracula als Anhänger, egal was es von Graf Dracula ist, nehme ich immer sehr, sehr gerne mit. Finde ich immer richtig schön, und auch der ist total in einem wunderschönen Zustand, hat keinen Farbabrieb. Hier der Anhänger, die Kette hier ist weder kaputt, noch ist sie irgendwie angelaufen oder rostig oder so. Also ein sehr, sehr schöner Zustand. Der ist von Bulli, von 1990 müsste der sein, genau. Dann habe ich noch mitgenommen ein Muppet Baby in einem Auto. Ich glaube, das Auto gehört nicht zu diesem Muppet Baby, sondern mir wurde gesagt, dass der wahrscheinlich auf dem Dreirad gesessen hat und das Auto zu einer anderen Figur gehört, aber vollkommen egal. Ich habe gesagt, der ist aus den 90ern, wenn er in den 90ern Dreirad gefahren ist, dann darf er jetzt auch Auto fahren, weil jetzt ist er mittlerweile volljährig, der Gute. Gonzo von den Muppet Babies in einem Auto, auch sehr, sehr schöner Zustand. Und zu guter Letzt noch Captain Baloo von seiner tollkühnen Crew. Also Captain Baloo himself habe ich hier. Ja, auch den kann man hier neben aufziehen und dann läuft er so auf dem Tisch oder wo auch immer ihn platziert rum. Hier steht nichts unten drauf, bin ich mir nicht sicher, aber ich gehe stark davon aus, dass der halt auch von McDonald's, Burger King oder irgendwie sowas halt war. Die habe ich mir mitgenommen, und meine Freundin hatte sich auch aus dieser Kiste sehr viele Sachen rausgenommen, sehr viel McDonald's Spielzeug. Ich blende euch da ein Bild ein, wie wir die Sachen gerade sauber machen. Ja, und
Wir haben insgesamt 24 Artikel aus dieser Wühlkiste rausgenommen und die Verkäuferin wollte pro Stück, jetzt kommt's, einen Euro haben. Also, ja, ihr habt richtig gehört, einen Euro, also auch jeweils für eins dieser Ghostbusters-Kenner von der Spielzeugserie The Real Ghostbusters vom Hersteller Kenner. Ja, jeweils einen Euro, wie gesagt, 24 Sachen insgesamt. Und ich hatte dann nochmal gefragt, ob wir das Ganze halt auf einen runden Betrag ändern können. Sie sagte dann halt, sie hat halt die Enkelkarte ausgespielt. Das sind die Sachen vom Enkel. Und dann habe ich nicht mehr verhandelt. Ich dachte, auf dem Flohmarkt kann man ein bisschen verhandeln, wenn man so viele Sachen abnimmt. Aber im Endeffekt hat alles nur einen Euro gekostet. Von daher vollkommen okay. 24 Euro hingegeben und diese tollen Sachen aus dieser Kiste rausgenommen. Und ich sage immer Wühlkisten, oder wir sagen das, mein Schatz auch immer zusammen, Wühlkisten sind das Beste auf dem Flohmarkt. Finde ich total klasse. Was sagt ihr? So Leute, bevor wir noch zu einem Highlight aus der Kindheit kommen, habe ich nochmal an einem Stand Kassetten mitgenommen. Und zwar machen wir es ganz kurz. Ich habe, wo ist denn hier die Reihenfolge? So, ich habe von Europa Schneider. Also Schneider hat die Bücher rausgebracht, Europa hat die Hörspiele rausgebracht, und zwar Bille und Zottel. Habe ich hier Folge 1 mitgenommen. Ich habe hier Folge 2 auf Kassette mitgenommen. Dann noch Folge 3 mitgenommen. Und zu guter Letzt Folge 4 mitgenommen. Ja, und die gute Dame hatte dann noch 3 Kassetten. Die habe ich auch so noch nicht wirklich gesehen. Die müssten, ich denke mal, aus den 70er Jahren sein. Und zwar habe ich hier noch Conny-Kassetten, noch in der Original, in dieser gelben Hülle hier. Finde ich sehr, sehr schön. Conny-Kassetten habe ich so auch noch nie wirklich gesehen. Das sind Mädchenhörspiele, sage ich mal, um Pferde, oder beziehungsweise es heißt sogar Mädchen-Pferde-Abenteuer heißt es. Noch eine zweite Kassette von Conny, auch in der gelben Hülle und dann in einer Ersatzhülle zwar, aber nichtsdestotrotz eine dritte Folge von Conny. Ja, und die heißt Erfolg für Penny West. Und hier seht ihr auch mal, wie die Kassetten aussehen. Ja, sehr, sehr schön, richtig oldschool, ja, richtig oldschool Kassetten. Und diese 7 Kassetten habe ich dann für 5 Euro mitgenommen. Ja, ich fand es okay. Ich werde die alle mal anhören. Oder wir werden die anhören und mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Habe ich früher nicht gekannt, ja. Und jetzt stehe ich dazu, dass ich auch so Hörspiele wie Bille und Zottel oder auch Conny mir mal anhöre. Und wenn die nix sind, auch dann wandern die wieder in die Tauschkiste. Oder wenn sie mir gefallen oder wenn sie uns gefallen, natürlich wandern die dann in die Hörspielsammlung. Ja Leute, und jetzt wie versprochen kommen wir zu meinem Highlight, was Kindheitserinnerungen angeht, also mein Highlight-Fund von diesem Pfingstmontag-Flohmarkt. Und zwar habe ich ein Spiel gefunden, das hatten wir damals auch. Irgendwann war es dann halt so, es ist Kunststoff, es ist Plastik, irgendwann war es dann so ausgehärtet und gerissen, dass es weggeschmissen wurde. Hier habe ich es in einem sehr, sehr schönen Zustand, und zwar ein Brunnen, bisschen Gras drumherum und innen drin ganz, ganz viele Frösche. Und das Spiel, meine ich, hieß auch irgendwie Quark oder Quack Quark oder Quark Quark Quark, irgendwie sowas hieß es. Und es ist komplett, ja, es gibt Frösche in Rot, in Gelb, in Grün und in, machen wir es schon richtig jetzt, und in Blau. Und von jedem Frosch gibt es 4 Stück. Und man hat das dann halt so gespielt, ich blende euch da auch mal ein Video ein, dass ich halt hier hinten an dem Frosch habe ich so einen kleinen Druckpunkt, sage ich mal. Wenn ich den Frosch so hinstelle und zack, hinten drauf drücke, dann springt er, und aus einer gewissen Entfernung hat man das dann so aufgestellt und hat dann versucht, die Frösche in den Brunnen springen zu lassen. Wer alle seine Frösche drin hatte, hatte gewonnen. Und wir haben dann damals sogar noch ein paar Schwierigkeitsgrade eingebaut. Wir haben dann gesagt, wir versuchen, die Frösche auf die Mauer springen zu lassen. Ja, also wir haben da Stunden mit diesem Spiel verbracht. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, oder? Dass man solche Spiele halt wirklich, man sich begeistern konnte für Stunden über Stunden. Es ist sowas Einfaches, aber auch eigentlich sowas Tolles. Ja, und ich bin so froh, das jetzt bekommen zu haben. Ich habe das Ganze für 2 Euro mitgenommen. Finde ich sehr, sehr schön. Wie gesagt, das ist, bei uns war da noch irgendwann hier ist so, das ist Kunststoff, aber
ist es einfach so beklebt mit Papier oder mit so einer Folie und die war bei uns auch irgendwann komplett ab. Ja, und hier ist es wirklich wunderschön, es ist alles komplett, es ist nichts gebrochen, nichts gerissen und so weiter. Die Folie klebt noch drauf, es sieht wirklich aus wie ein Brunnen. Ich finde es total toll und für 2 Euro ein Stück Kindheit zurückgeholt. Ich finde es einfach unbezahlbar. Ja, das waren unsere oder meine Ausbeute vom Pfingstmontag Flohmarkt. Ja, es war nur ein Flohmarkt, wir waren auf 3 insgesamt am Wochenende gewesen. Ja, am ersten Tag die 2 Stück konnte man vergessen, der eine hat gar nicht stattgefunden und dann trotzdem nochmal am Pfingstmontag, wie gesagt, eine schöne Ausbeute gemacht. Jetzt seid ihr wieder dran, schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, ob ihr auch eine der Sachen schon mal damals hattet oder jetzt wieder in der Sammlung habt. Das interessiert mich wie immer, lasst es mich wissen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sage einfach mal, Leute, bis dann, habt eine gute Zeit, euer Retro Rauner.